Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Daniel und ich spiele für euch Mass Effect. Wir sind zurück auf der Normandy, nachdem wir auf Eden Prime einige überraschende Dinge feststellen mussten. Unter anderem, dass die Geth dort einen Überfall gestartet hatten und wir konnten verhindern, dass die menschliche Kolonie in die Luft gejagt wurde. Leider konnten wir nicht verhindern, dass der proteanische Beacon zerstört wurde, den wir ja eigentlich sichern sollten. Aber ja, das war ja dann doch alles ein bisschen viel auf einmal, was da passiert ist. Und nachdem wir jetzt hier schon mit Kaidan ein längeres Gespräch geführt haben und mit Dr. Chakwas, gucke ich nochmal schnell in meinen Locker. Das sollte man immer nach jeder Hauptmission machen. Und dann können wir auch noch mit Ashley sprechen, bevor wir dann uns auf den Weg zur Brücke machen, um Joker den Befehl zu geben, dass wir nun zur Citadel fliegen. Ja, sprechen wir mal mit Ashley. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Ja, jetzt können wir wieder die Wahl zwischen er wird vermisst werden und Soldaten sterben halt. Das finde ich so entsetzlich kaltschnäuzig. Also, ja. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. Ja, auch da kann ich jetzt wieder Soldiers Die sagen, aber nein, sie hat sich einfach verdient durch ihre Handlungen, also von daher. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. That means a lot from you. I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. Ja, ich habe einfach nur meinen Job getan. There's nothing special about me, Williams. Anyone would have done the same. Held off an entire enemy platoon? Alone? With all due respect, Commander, I think you've got somebody watching over you. Sehr schön. Ja, dann fragen wir sie auch mal, wie es ihr jetzt geht. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out. And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Ein bisschen ist es so das, was auch Kaidan sagt. Und wir können auch hier wieder die gleichen Sachen sagen. Ja, wir sind in der Hinsicht doch eher die Nette. Und sagen dann mal, dass sie uns da ja auch geholfen hat. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. Ja, wir sind auch froh, dass sie an Bord ist eigentlich. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Und wieder gibt's Paragon-Punkte. Ich liebe es. Wir gucken einfach uns das hier nochmal an. Okay, hier sind so Pots. Das sind so Stasis-Pots. Da können wir nur gerade gar nichts mitmachen. Ja, das ist hier so ein bisschen, das ist die Messe. Das ist ein bisschen spartanisch alles. Hier geht's, glaube ich... hier ist der Captain. Mal gucken, ob wir auch nochmal mit ihm sprechen können. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Dass ich dann nochmal zum Captain gegangen bin. Führt er gerade ein Telefonat oder führt er ein Selbstgespräch? Sehr schön. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Okay, ja, er redet nicht mehr mit uns dann. Das ist witzig, ja. Ist mir noch nie aufgefallen. Die Normandy ist ja jetzt nicht entsetzlich groß. Also hier gibt es noch einen Aufzug, mit dem man runterfahren kann. Das mache ich jetzt aber nicht, sondern ich gehe jetzt tatsächlich nach oben auf die Brücke. Warum diese Tür nicht automatisch aufgeht wie die anderen, keine Ahnung. Ich könnte jetzt nochmal mit Navigator Presley sprechen. Ach ja, hier kann ich was begutachten und kriege einen Codex-Eintrag. Oh Gott, ich muss mir echt was mit den Codex-Einträgen einfallen lassen. Es sind so wahnsinnig viele und es sind durchaus interessante Dinge, die da drin stehen. Vielleicht muss ich da wirklich das mal irgendwie so am Ende von irgendwelchen Folgen machen, dass ich dann eine Folge entweder 20 Minuten nur mache und dann 10 Minuten Codex oder dass ich nach einer Halbstundenfolge noch 10 Minuten Codex dranhänge und das Ganze in 40 Minuten ist. Mal schauen.
Jetzt werden wir einfach erstmal mit Joker sprechen und gucken, dass wir die Normandy zur Citadel bringen. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Das ist, wenn ich mal dazwischen quatschen darf, eine so epische Szene. Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower, too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side, then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Es ist aber einfach die Wahrheit. Saren's a threat to every human colony out there. If they don't stop him, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Ja, what an asshole. Sorry, ich habe nichts gesagt. Nein, nein. Fabelhafter Mann. Ambassador Diener, fabelhafter Mann. Ja, ich meine, ist das geil hier? Also die Citadel ist wirklich eines der coolsten Konstrukte nicht nur in diesem Spiel oder in generell Computerspielen oder Science-Fiction-Filmen, Spielen, sondern auch wirklich im Vergleich zu Science-Fiction-Filmen oder auch Büchern. Also die Citadel ist schon ist einfach toll. Vor allem, wenn man die richtig erkundet und dann so Kleinigkeiten entdeckt. Und ganz toll. Gefällt mir super. Und ich finde auch diesen Anflug auf die Citadel, der ist in diesem Spiel einfach am besten gelungen, sag ich mal. So, wir sprechen nochmal ganz kurz mit ihr. I can't tell the aliens from the animals. Okay, ja, Ashley, unsere kleine Sure is peaceful here. Pro-Human und ja, sie mag Aliens nicht so wirklich. Es ist manchmal ein bisschen schwierig mit ihr, deswegen finde ich.
Okay, was ist das jetzt? Alliance Patrol Report. Captain Hendrickson reported some unusual energy readings during a patrol of the Argus Row cluster. She had particular concerns about the Hydra system, but was recalled before her team could investigate further. No patrols are scheduled for that sector. Do we want to send in a Recon Team? Okay. Das ist eine der ersten Nebenquests, die wir hier auf der Citadel bekommen können. Das heißt, wenn wir die Citadel wieder verlassen irgendwann, dann können wir uns diesen Aufgaben widmen. Ich rufe mal ganz kurz das hier auf. Ne, hier war jetzt nichts, aber wir hatten ja zum Beispiel Paragon-Punkte bekommen. Und so ganz langsam füllt sich das hier. Im Augenblick tendiert sie ja eher zum Paragon. Aber es kann durchaus passieren, dass sie irgendwann dass ich irgendwann Entscheidungen treffen muss, die eben eher in die Renegade-Richtung gehen. Im Augenblick ist sie eher jemand, der so ein bisschen an das Gute glaubt. Oder was heißt das Gute? Das klingt jetzt so ein bisschen naiv. Also sie ist nicht naiv, aber sie möchte etwas bewirken und sie möchte das auf einem legalen Weg tun, sagen wir es mal so. Und nicht auf irgendeinem brachialen oder sonstigen. Okay, wir haben... Ja. Die Hurricane 2 haben wir ja schon. Es gab diverse Pistolen, die wir gefunden haben. Ich glaube, die Edge 2 ist im Augenblick die beste. Hallo? Ja. Die Stinger 2 ist sogar noch besser. Ja, vor allem die ist schön akkurat. Das ist immer ganz wichtig, finde ich. Zum einen, dass diese Shots before Overheat hoch sind und dass die Accuracy Rating hoch ist. Weil es einem nicht viel nützt, wenn man super viel Schaden macht, aber kaum trifft oder aber also viel mehr daneben schießt oder aber nicht viele Schüsse abgeben kann, bevor man überhitzt. Hatten wir hier jetzt noch was? Ja, die Reaper 2, die ist deutlich besser. Sehr schön. Die Avenger 1, die könnte ich mal einfach in Omnigel umwandeln. Die anderen verkaufe ich. Hier hatten wir so diverse Sachen, aber das war alles turianische Rüstung oder Heavy Armor. Ja. Ich glaube, so an sich... Ja doch, die Avenger 2, die hat zwar nicht ganz so viele Schüsse, ja, akkurat ist sie jetzt nicht wirklich, aber die macht also 160 zu 120 Schaden. Da nehme ich das schon in Kauf, dass die ein bisschen schneller überhitzt als die hier. Nö, ach. Ja, wir können ihr... Sie hat überhaupt gar keine Fähigkeit in Shotguns, deswegen macht das eigentlich keinen Sinn. Und Pistolen benutze ich eigentlich bei ihr nicht. Ich gebe ihr eigentlich immer nur die Assault Rifle. Ja. Das lassen wir mal alles so. Was ist denn hier? I understand what you're saying, but these allegations are very serious. I can't just... This is serious. My reputation is at stake. I spoke with the consort in confidence, and her alone, and she betrayed that confidence. All right. I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. Ja. Das sind Elcor. Man muss viel Zeit mitbringen, wenn man mit Elcor spricht. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. Was ist los? You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong, and it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this.
Was ist passiert? Consort? Who's the Sasari consort? Curious, you have not heard. You must be new to the Citadel. Everyone knows Sha'ira, the consort. I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Okay, wo kann ich die denn finden? Where can I find the Sasari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Okay, ja, dann sprechen wir doch mal mit dem anderen Elcor. Pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Ja, jetzt können wir ihn ein paar Sachen fragen, zum Beispiel über seine merkwürdige Art zu reden. Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Okay, er könnte uns was über die Elcor erzählen, das wäre vielleicht ganz interessant. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. Dann, ja. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. Okay, und ihre Kultur? I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups, though we are always welcoming to outsiders. Our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Okay, und er scheint ja der Ambassador zu sein. What do you do here? Modestly, I work to bring the problems and the requests of the Elcor groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Okay, das war alles, was wir ihn fragen konnten. Okay. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Good day to you, human. Enjoy your time on the Citadel. Ja, wir können auch noch mit Dean Korlak sprechen. Earth Clan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Din. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, Earth Clan? Ja, warum ist er so angesickt? You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space.
Okay, dann sag mir doch mal was über die Volus. Ich kenne da gar nichts drüber. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, Earth Clan. Okay, dann, wenn er schon das so sagt, dann fragen wir ihn doch mal über seine Geschichte und seine Kultur. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Okay, deswegen ist er grumpy, glaube ich. Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. Aha. Okay, und die Botschaft? What is this place? You are in the embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. Das ist so ein ganz kleiner Hinweis. Okay. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke, Den. The Council favors your species greatly. You are naive. The Earth Clan will be invited to the Council long before our species will. Okay, er meint also zum Rat dazugehören würden wir schneller als die Volus, obwohl die Volus schon sehr lange ja eigentlich auf der Citadel sind und auch im Endeffekt da mitgeholfen haben, die so die ganze Wirtschaft aufzubauen, okay? Why aren't the Elcor or Volus part of the council? All species must prove themselves before they join the Council. All but the Earth Clans, it would seem. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. Ja. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Ja, wer bist denn du? Hallo? Okay, Huch! Nein, ich wollte nicht kämpfen. Also die Volus, oder den Korlak ist ziemlich, schlecht auf Menschen zu sprechen. Er geht aber auch irgendwie davon aus, dass die Menschen schon zum Rat bald dazugehören werden. Obwohl das ja eigentlich jetzt nicht so ist, dass die Menschen besonders bevorzugt werden. Also, ich finde eigentlich eher, dass den Menschen ganz schön Steine in den Weg gelegt werden. Gucken wir mal, was hier die... Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. Okay, sie weiß, wer wir sind. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. Okay. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. Okay, gibt's viel zu tun? You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy.
Okay, wir können sie jetzt nach Locations fragen. Das macht aber nicht wirklich viel Sinn. Have a pleasant day. Denn das Ganze können wir hier auch gleich noch Avina fragen. Das ist aber, denke ich, etwas, was ich vielleicht eher in der nächsten Folge mache, denn es ist was länger. Ich suche gerade einfach mal einen netten Platz. Wir einen schönen Blick hier auf die Citadel werfen können. Und einfach mal die Aussicht genießen. So hier. Und ja, ist das nicht toll? Also, ich meine, da ist auch echt was los. Da fliegen Shuttle und ja, ich sag einfach mal, wir haben nichts mehr zu tun. Ich könnte jetzt natürlich Codex-Eintrag nehmen und vorlesen, aber das ist irgendwie blöd. Deswegen machen wir einfach heute mal eine etwas kürzere Folge und in der nächsten sprechen wir dann mit Avina, erfahren ganz viele Dinge über die Citadel Station und machen noch alles weitere, was hier so an Erkundungen möglich ist. Ich würde sagen, wir sehen uns also in der nächsten Folge. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.